Ein ganz wichtiger Punkt in dem hinein ist, dass die Verweigerung nicht nur gegenüber dem Sein stattfindet, sondern gegenüber dem eigenen Sein. Verblendung oder die Verweigerung verweigert das eigene Verweigerung-Sein. Also die Verweigerung behauptet, ich bin gar nicht Verweigerung, sondern ich bin alles, was ist. Sie verleugnet ihr eigenes Sein. Das Sein von der Verweigerung ist Verweigerung. Aber als das ist es im Sein. Und zum eben nicht mehr wirklich sich verweigern gegenüber dem Sein, muss man behaupten, das findet gar nicht statt. Da gibt es gar keine Verweigerung. Und das bedeutet, dass der Verstand sich selber fremd ist. Und alles, was im Verstand vorkommt, Ego, Personalität, die ganze Welt von dem Ego, der Person, ist alles sich selber fremd. Weil es eben sonst keine richtige Verweigerung wäre. Also der andere Aspekt ist, Verweigerung ist im Sein als Verweigerung Sein. Also Verweigerung ist nicht einfach Nichtsein, eben, es gibt kein absolutes Nichtsein, sondern Verweigerung ist das, was es ist, und das ist es. Verweigerung ist Sein als Verweigerung, aber das wird verweigert. Und das heißt, Verweigerung verweigert sich gegenüber ihrem eigenen Sein, und das wird als Mangel erfahren. Das ist das, was der Gautama Buddha Dukkha genannt hat. Das grundsätzliche Leid, der grundsätzliche Mangel. Irgendetwas ist grundsätzlich nicht in Ordnung, irgendwas fehlt grundsätzlich. Was fehlt, ist das eigene Sein. Also Verweigerung gegenüber dem Sein ist nicht einfach, da bin ich in der Verweigerung und dort ist das Sein, sondern es ist Verweigerung vom eigenen Sein, vom eigenen Sein. Und das ist die Erfahrung vom Mangel. Und der Mangel wird erfahren. Wahrscheinlich könnte man die meisten Menschen fragen und sie würden Zugang haben zu dem Gefühl von, irgendwas ist grundsätzlich letzt, irgendwie bin ich ständig im falschen Film. Irgendwie ist da ein Mangel, der mit nichts gefüllt werden kann. Und der erste Impuls ist dann, und eben das ist die Erfahrung von dem Ego, in der Welt vom Ego. Und mehr gibt es nicht für das Ego. Der Verstand ist alles, was es gibt für das Ego, die Personalität. Und das Naheliegendste ist dann, dass man versucht, den Mangel, die Erfahrung vom Mangel zu beseitigen und den Mangel zu füllen, indem man sich etwas reinzieht, etwas einverliebt von der Aussenwelt, wo aber genauso im Verstand ist, wie das Ego im Verstand ist. Und das klingt nicht, aber das haltet einen beschäftigt und das ganze Leben verstreicht mit dem Unterfangen, das zum Scheitern verurteilt ist, weil der Mangel liegt nicht in dieser Ebene vom Verstand und kann darum auch nicht durch irgendetwas auf dieser Ebene gefüllt werden. Und das ist Dukkha, das ist Leid, das ist Mangel, der nicht gefüllt werden kann. Das ist die Erfahrung von einer Person, von einem Ego, die grundsätzlich ist. Und die Grundsätzlichkeit wird vielfach auch erfahren. Und erstaunlicherweise ist das Tor zum Sein, oder der erste Ruf vom Sein ist die Erfahrung vom Mangel. Dass da Mangel ist korrekt, das ist wahr. Weil eben die Verweigerung ist der Mangel und Verstand ist Verweigerung. Also der Mangel ist sozusagen das einzige Wahre, was in der Welt vom Verstand vorkommt. Wird aber häufig nicht als das grosse, schöne Tor zum Sein erfahren, sondern als etwas, was man möglichst wegmachen und nie wirklich wegbringt. Also es ist ein verschlossenes Tor und es ist auch verschlossen in dem Sinn, dass das Ego das Tor nicht durchschreiten kann. Und auch das ist dem Ego mehr oder weniger bewusst. Das Ego überlebt das Durchschreiten von dem Tor nicht.
Und es kann das Tor gar nicht durchschreiten, weil das Tor kommt in der Welt vom Verstand nicht vor. Das Sein kommt im Verstand nicht vor. Der Verstand findet im Sein statt, aber das Sein kommt im Verstand nicht vor. Und das Stärkste, was sich das Sein zeigt im Verstand, ist in dem Mangel. Aber der Mangel kann nicht verwertet werden vom Verstand und für irgendetwas benutzt werden, um zum Sein zu gelangen. Weil das Ende ist vom Verstand. Das ist Vernichtung vom Nichtsein. Das heisst, das Nichtsein kommt zu sich selber und ist durch das nichtig. Und das kann das Ego und der Verstand nicht zulassen. Es ist ihre Vernichtung. Und sie können es auch nicht vollziehen. Auch wenn sie noch wollen würden. Sie können ihre eigene Vernichtung, und eben mit Vernichtung meine ich, in die eigene Nichtigkeit kommen, vom Nichtsein, wo sie sind, können sie selber nicht vollziehen. Also das ist eine sehr spezifische, verkeilte Situation vom Ego, die auswegslos ist. Und die Auswegslosigkeit finde ich sehr wichtig zur Kenntnis zu nehmen. Und das klingt sehr fatal, Auswegslosigkeit, aber die Kehrseite von der Auswegslosigkeit ist, dass es im Ego nichts zu tun gibt. Das Ego kann nichts machen, um ins Sein zu kommen. Das Ego wird nie ins Sein kommen. Das Ego ist Verweigerung gegenüber dem Sein. Und das heisst, es gibt im Ego nichts zu tun. Es gibt in der Personalität nichts zu machen. Also man muss nicht versuchen, eine bessere Person zu werden oder das Ego bekämpfen. All das ist nicht eine Praxis, die auf Erleuchtung ausgerichtet ist. Erleuchtung ist die Präsenz vom Sein, die volle Realisation vom Sein. Und die kann von einer Person nicht erreicht werden, nicht realisiert werden, nicht gemacht werden. Also ist alle Aktivität, die im Ego oder in der Person stattfindet, ist nicht Aktivität, die auf Erleuchtung ausgerichtet ist. Das ist schon mal sehr viel gesagt. Es umfasst sehr vieles. Und eben, es ist wichtig, die ganze Struktur zu verstehen. Sein kommt im Verstand nicht vor und ist durch das nicht erreichbar vom Verstand und nicht realisierbar durch den Verstand. Der Jesus hat zum Beispiel vom Frieden geredet, wo jenseits von allem Verstand ist, aller Verstand übersteigt. Das ist ein Ausdruck von der Struktur. Wenn etwas den Verstand übersteigt, dann hat der Verstand keinen Zugang dazu und keine Möglichkeiten aus sich heraus dort herzukommen. Und eben, das kann man einerseits als sehr fatal sehen und andererseits ist die grosse Befreiung, weil es gibt im Ego und im Verstand und in der Personalität nichts zu tun.